Japan, ein faszinierendes Land. Ob für Anime-Fans, Naturliebhaber oder Kulturfreunde, für Gourmets oder Badeurlauber. Japan hat für jeden was zu bieten. Ich nehme euch mit durch Tokio, die Region Nara, Kyoto, Osaka bis runter nach Okinawa. Los geht's auf eine aufregende Reise ins Land der aufgehenden Sonne. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind immer noch in Tokio. Unser Weg führt uns heute mit der Bahn nach Akihabara oder kurz Akiba. Ich war 2008 schon mal da. Es ist für meinen Geschmack viel zu bunt, aber es ist das bekannteste Viertel der Stadt und das wollte ich den Jungs unbedingt zeigen. Ich bin hier mit meinem Mann und unserem Sohn und unserem guten Freund Andreas. Und wir sind jetzt in Akihabara gelandet, dem bunten, blinkenden Viertel, in dem an jeder Ecke ein Technikladen ist. Und sogenannte Maiden-Cafés und Katzencafés und andere Cafés. Hier gab es Läden für alles Mögliche. Wir gingen in einen Retro-Gaming-Laden und schauten uns dort um. Neben alten Spielen gab es auch allerhand alte Konsolen. Sammler würden hier leuchtende Augen bekommen. Aber die kriegst du halt nicht mehr im Laden. Das ist Retro. Guck mal da oben, 10.000. Die ist echt. Gameboy. 400? Ich habe gerade meinen Gameboy nicht mit, um es zu testen. Die Wühlkisten hier unten. Secondhand Laptops oder Secondhand iPhones. Hier ist für jeden was dabei. Und auch Freunde alter Kameras werden hier ihre Freude haben. Genau. Wow. Sogar hier Aufladedinger. Ladeadapter für die Batterien. Holy shit. Und ein kleines Stück von Akiba weg ist ein Katzencafé. Dann gingen wir in ein Katzencafé, tranken einen Tee und streichelten ein paar Fellnasen. Lass ich nochmal schnuppern? Ja. Die Katzen können sich hier frei bewegen, haben Rückzugsorte und entscheiden selbst, ob sie sich streicheln lassen. Dann ging es auf dem Rückweg noch in eine Pachinko-Hölle. Von Greifautomaten bis Spielemaschinen gab es hier alles. Es war stickig, heiß und laut. Hier ist was zu essen. Alter. Willkommen in meiner Welt. Danach gönnten wir uns erstmal einen Döner. Yep, wir waren auch überrascht, sowas hier zu finden. Döner ist in Tokio extrem selten. Es war okay, aber von einem deutschen Döner war es weit entfernt. Beim Schlendern durch Ueno schauten wir nach Klamotten und Schuhen. Dann entdeckten wir eine Drogerie und deckten uns dort mit Süßkram ein. Einige der Süßigkeiten hier hatte ich noch niemals gesehen. Andere kannte ich aus meiner Kindheit noch. Und als wir rauskamen, war es schon dunkel geworden. Wir waren auch noch in irgendwelchen Technikläden unterwegs gewesen. Eigentlich war es Zeit fürs Abendbrot. Essen gab es hier aber leider eher weniger. Immer eine Stufe Abstand halten. Doch dann wurden wir fündig. Google Translate nannte es Puddingpeitsche. Wir nannten es einen guten Kompromiss. Das lassen wir besser weg, aber die da oben sehen echt lecker aus.
Heute ist Vollmond. Gestern war aber auch Vollmond. Und frisch gestärkt ging's zurück zum Hotel in Okubo. Wir wollten am Abend noch in eine Kneipe gehen. Das Kind schlief sicher im Hotel. Wir waren nur eine Querstraße weiter auf eine Secret Bar gestoßen. Wir konnten hier an der Konsole spielen, was trinken und uns mit den Locals unterhalten. Das war ein gelungener Tagesabschluss. Auf dem Weg zurück ins Hotel sahen wir viel Müll. Viele sagen ja, Japan ist so sauber. Aber nachts zeigt die Megametropole ihr wahres Gesicht. Würde ich euch nur die tollen Seiten Japans zeigen, wäre das auch unglaubwürdig. Klar, hier wird ja alles in Plastik verpackt. Obst, Gemüse, Bento, irgendwo muss der Müll ja auch hin. Mülltrennung ist hier so mäßig, Müllentsorgung in Japan ist generell unfassbar teuer und aufwendig. Und das Geheimnis hinter Japans Sauberkeit? Tja, jeder nimmt seinen Müll mit. Nachts stellt man die Säcke raus, die werden abgeholt, bevor die Touristen aufwachen. Immerhin kostet die Plastiktüte im Laden jetzt einen symbolischen Yen und man bekommt sie nicht mehr aufgezwungen. Reicht das, um den Müll in dieser Riesenstadt zu minimieren? Auf der anderen Seite ist Tokio ein Vorreiter für Stadtbegrünung zum Kühlen. Ich denke, wir können viel voneinander lernen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat und versorgt mich mit euren Kommentaren. Den folgenden Tag wollten wir wieder ein Stück weiter rausfahren und einen ganz besonderen Ort besuchen. Meinen Lieblingsort in Tokio, den ich auf meiner letzten Reise ganz besonders ins Herz geschlossen hatte. Den seht ihr im nächsten Teil der Japan-Reihe. Lasst ein Abo da, um den nächsten Teil nicht zu verpassen und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Video.